Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Ja, der Legendary Dungeon, der ist ja schon voll im Gange und jetzt gerade, wo er, sag ich mal, auf den meisten Servern den ersten Tag draußen ist, wollte ich auch gerade in Anbetracht dazu nochmal drauf eingehen, was ja, Turor in der Zwischenzeit schaffen kann, beziehungsweise schaffen wird, denn die Thematik kam bei euch auch sehr gut an, muss ich sagen. Also das ist immer so ein Ding mit Turor, das interessiert immer sehr viele Leute, was da los ist. Ne? Manche interessiert es gar nicht so, kann ich auch nachvollziehen, ne? Aber sehr viele interessiert das halt, was so gerade in der Shakes and Fidget Welt vor sich geht, gerade wenn halt so eine, ja, sag ich mal, großen Accounts im Spiel stehen, ne, wo halt auch sehr viel Geld im Hintergrund auch so fließt. Das ist immer was auch viele von euch interessiert, mich selbst auch. Und deswegen, ja, es ist ja jetzt schon so, vielleicht habt ihr es ja gesehen, vielleicht nicht. Der Turor ist seit einigen Tagen auf Platz 1 gewesen. Heute ist er mal ja, auf Rang 2. Ne, man muss ja jetzt dazu sagen, Turor, so, also es ist immer noch, es steht natürlich immer noch so im Raum, okay, es ist jetzt nun der 3-Arc oder es ist Turor, ne? Jetzt so meine letzten, sag ich mal, Erkenntnisse, beziehungsweise die letzten, ja, Sachen, die ich dazu gehört hatte, war halt eben so gewesen, dass halt Turor selbst, oder sagen wir mal einfach der 3-Arc, ne? Wir können ja nochmal auf den Server gehen von ihm, dass er halt, wo ist er denn hier? Ah, okay, gut, ich sag mal so, die Rangliste, die ist hier manchmal auf diesen Fusionsservern immer noch so ein bisschen durcheinander. Da muss man immer noch mal ein bisschen Nachsicht haben. Ich denke mal, das dauert noch ein bisschen, bis sich das hier stabilisiert hat. Ja, aber Turor natürlich hier mit Abstand noch der stärkste. Und ja, also die letzten Aussagen, die ich so gehört hatte, war halt ja, von 3-Arc auf dem Discord, dass er halt sich einfach nur zu Turor umbenannt hatte und es halt lustig fand, beziehungsweise sich darüber amüsiert hat, ja, wie viel man dann doch den Leuten irgendwie im Kopf rumschwebt, beziehungsweise was sie sich, ja, oder der, ich sag mal, wie sagt man dazu, der Tenor, den hat man so ein bisschen rausgehört, der war jetzt nicht ganz so positiv da drauf, so mäßig, dass, ja, was das so viele Leute, sag ich mal, in der Shakes and Fidget Szene juckt, dass ich hier so meinen Namen ändere, so mäßig, aber ja, ist ja natürlich klar, wenn so ein starker Account halt auch in so einen starken, ja, sag ich mal, Spieler wie Turor in der Vergangenheit, der so viel ins Game gepumpt hat, hier umbenennt, dass das natürlich für Aufruhr sorgt, ist natürlich klar. Ne? Und da wird auch vermutet, dass halt der Account auf dem Discord von 3-Arc eben auch vielleicht Turor dahinter steckt. Ne? Also das ist so das Letzte, was ich so ein bisschen mitgekriegt hatte. Ne? Wir werden das Ganze mal auch verfolgen, wie es am Ende des Legendary Dungeons aussieht, denn am Ende des Tages hat der Turor, wenn er diesen Account spielen sollte, ne? Wir gehen immer noch von aus, 3-Arc hat sich einfach nur zu Turor umbenannt, ne? Aber falls es so sein sollte, würde er ja den Account haben wollen, beziehungsweise drauf spielen, weil man halt eben richtig krasse Stat-Punkte auf so ein High-End-Level-Char machen kann. Ne? Und ich hatte das letzte Mal verglichen gehabt, das Video hier, wo wir reingeschaut haben, das ist jetzt 5 Tage alt. Dort hatte er hier diese Stat-Punkte gehabt, 426 und 426,1k, ne? Zieht hier beides 50-50 hoch. Das ist fast genau das gleiche, ist hier natürlich ein bisschen höher gekommen in der Zeit, in den 5 Tagen. Man kann so sagen, dass er circa, ja, ich glaube pro Stat, oder was war das? Ich hatte das irgendwie mal ausgerechnet gehabt, pro Tag circa 500 All-Stats gemacht hat. Also ich habe jetzt nicht auf die Base-Stats geachtet, weil ich glaube, ich hatte die im Video auch nicht drauf gezeigt, sonst hätte man da anhand das gucken können. Ich hatte jetzt erstmal auf die All-Stats drauf geachtet und da hat er circa jetzt pro Tag 500 gemacht. Man muss natürlich sagen, das ist auch nicht wenig, aber es sind halt eben auch Total Stats. Ne? Da zählt natürlich dann auch alles mit rein und nicht nur die Basispunkte an sich. Und ja, jetzt wo der
Legendary Dungeon auch offen ist, werden wir dann zusätzlich darauf achten. Wir kennen den Vergangenheitsturor, der halt eben auf, ich sag mal, viel niedrigeren Accounts, ich weiß gar nicht, mit welcher Stufe das war, mit Stufe 400 oder vielleicht sogar noch niedriger, wirklich 700 oder noch mehr Legendary Dungeon Runs geballert hat, einfach nur für die Stat-Punkte. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, der Legendary Dungeon ist in einer gewissen Art und Weise auf jeden Fall eine gute Goldquelle, das kann man nicht anders sagen, aber wirklich nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, sag ich mal, weil dann lohnt es sich nachher fast gar nicht mehr großartig hier nur für Gold durch den Legendary Dungeon zu gehen, weil man dann an einen Zeitpunkt rankommt irgendwann, wo so Kisten und sowas und was weiß ich, irgendwie, ja, Monster oder alles Mögliche fast gar nichts mehr an Loot bringen, also an Gold bringen. Und da geht man dann halt, ja, ich hatte das ja selbst mit meinem Account hier teilweise, da geht man halt, ja, mit so einem Legendary Dungeon, wenn man von Etage 1 bis 100 geht, gehst du da halt mit, weiß ich nicht, vielleicht 100 Millionen Gold raus oder teilweise noch weniger, was man jetzt nur an Loot nimmt, ne, jetzt durch Kisten. Klar, Gegenstände und sowas, das zählt natürlich dann noch mit dazu. Das kommt dann on top. Oh, das ist eine gute Kombination hier mit ihm hier. Das ist sehr nice. Und ja, da muss man sich natürlich dann vor Augen halten, was gibt man dann für Pilze aus, für ja, diese, ich sag mal, 100 Millionen Gold oder so, die man dann jetzt in der Zwischenzeit bekommen hat, ne? Das ist dann natürlich, steht natürlich dann nicht mehr im Verhältnis, weil wenn du einen Ultimate Run machst, dann zahlst du ja allein schon 650 Pilze für einen Beitritt, so, ne? Und das ist natürlich schon, ach Mann, Alter, was soll denn das hier? Ja, hallo, auch mal die Chance nutzen hier, bitteschön. Und das ist natürlich etwas, wo man sich so sagt, okay, steht das noch im Verhältnis, lohnt es sich hier überhaupt noch Pilze zu investieren für einen Legendary Dungeon alleine fürs Goldfarmen? Bald dann nicht mehr. Dann ist es dann doch effizienter, die Pilze dann wieder in den Greifen zu stecken, wo man sich dann halt sicher sein kann, okay, 25 Pilze, 10 Millionen Gold. Ja, das ist dann so das Ding, wo man sagt, okay, das gibt mir wahrscheinlich jetzt für die Pilze mehr Gold, als wenn ich jetzt hier durch den Legendary Dungeon gehe und dann am Ende viel mehr Pilze bezahle und dann vielleicht die gleiche Anzahl oder sogar noch ein bisschen weniger Gold rausbekommt, als hätte ich jetzt den Greifen geleast. Ne? Das sind natürlich Sachen, über die wir reden hier. Das ist natürlich ganz, ganz, ganz weit ab von der normalen Realität so. Ne? Das sind hier Dimensionen, wo wir uns befinden, über die wir hier quatschen, wo halt Leute wirklich im 5-stelligen Bereich, sag ich mal, vielleicht sogar im 6-stelligen Bereich Euros investieren hier in das Game. Und da kann man eigentlich sich gar nicht in diese Sphären denken. Soweit, ne? Ich weiß noch, das war für mich damals unvorstellbar, dass als das bei mir so losging und ich so in den Kreisen so ein bisschen reingekommen bin oder ein bisschen mehr von den Hardcore-Payern so ein bisschen gelernt habe, beziehungsweise wo man sich so ein bisschen ausgetauscht hat. Ich war komplett verblüfft gewesen, dass sich Leute den Greifendrachen für das Gold geholt haben. Das wollte in meinem Kopf nicht rein, weil ich immer davon ausging, okay, ja, du holst dir halt den Greifendrachen, ja, damit du halt das maximale Outcome aus deiner Alu machen kannst, so, und nicht fürs Gold, so, ne, das stand für mich gar nicht so zur Option, ne, und dass sich das dann Leute primär dann wirklich nur wegen den Gold holen, das ging ja für mich gar nicht in den Kopf rein, oder Festungsskippen oder sowas, ne, das ist alles sowas, das, ja, da habe ich früher gar nicht dran gedacht, dass sowas möglich ist. Und da ist man dann immer mehr Stück für Stück dann aufgeklärter worden durch vergangene Aktionen, die man halt eben so mitbekriegt hat von vielen Spielern. Und auf jeden Fall eine ziemlich interessante Angelegenheit, das Ganze. Ja, wir bekommen den Protectus Maximus.
und werden auf jeden Fall nochmal ein bisschen reingehen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier 14 Runs und es wird nachher immer weniger Gold, was man bekommt. So, ne? Also alles über 10 Runs, das lohnt sich bald goldtechnisch, würde ich fast sagen, schon gar nicht mehr. Ne? Also kann man machen, kann man noch mitnehmen. Ich denke mal, mit den Gegenständen kommt man auch noch über den Schnitt, was man jetzt so an Pilze bzw. Pilze-Gold-Verhältnis durch den Greifen dran bekommt. Aber danach ist halt wirklich dann schwierig. Alleine der Kollege hier, ne, der, wenn ich den jetzt hier verkaufe, in den Kessel schmeiß, weil der bringt mir jetzt auch nichts so, dann bringt er mir halt auch 2 Stat-Punkte, ne, das ist halt nicht wenig. Ja, ansonsten kommen wir jetzt noch zum Schluss zur Verlosung. Wie gesagt, wir haben das Ganze hier im Auge. Ich bin gespannt, wie viele Runs Tura machen wird hier, beziehungsweise 3-Arc, müssen wir ja sagen. So ist ja, so gibt er sich ja aus, zumindest auf Discord, ne? Und ob die Leute nicht großartig was zu tun haben, außer hier drauf zu achten, wie jemand seinen Namen ändert. Naja, ziemlich suspekt auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ne? So ein bisschen Klatsch und Tratsch haben wir relativ selten hier, muss ich sagen. Aber finde ich auch mal nicht verkehrt. Ja? Und der eine oder andere von euch findet das ja auch ganz gut. Okay. Wir losen wieder den Gewinner aus. Wir haben ja heute 2 Gewinner. Ne? Denn einmal, da losen wir den Gewinner für mein Video aus und einmal losen wir den Gewinner für das Video von Basti von Hunrizzle aus. Wir fangen mal mit meinem Video an. Ja? Da packen wir mal den ersten Link rein und mal schauen, wer es wird. Wir laden die Kommentare und gewonnen hat der Patrick Sammer 3448. Herzlichen Glückwunsch an dich, cooles Video schreibt er. Dankeschön, bitte melde dich bei mir auf Discord oder Instagram. Wie gesagt, beides findest du unten in der Videobeschreibung. Und ja, beim Basti, das hat mich auch sehr gefreut. Da haben auch viele Leute geschrieben hier unter dem Video, deswegen auch eine coole Sache. Wir aktualisieren nochmal, vielleicht ist ja nochmal jemand dazugekommen. Ne? Ich weiß gar nicht, mal schauen hier. Ja, ich glaube ja, der Topic ist noch dazugekommen. Wir kopieren uns mal hier den Link. Hier stehen ja 25 Euro PayPal-Guthaben auf dem Spiel. Ne? Also das lohnt sich auf jeden Fall auch. Und laden das Ganze. Und dann bin ich mal gespannt, wer hier gewonnen hat. Und gewonnen hat hier der Keto 880. Herzlichen Glückwunsch, gutes Format, gerne mehr. Muss ich auch sagen, hat mir auch sehr gefallen, war sehr lustig gewesen. Und beim Basti könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen hier. Auch ein Urgestein in der Szene und ist schon, ja, schon länger da als das Game selbst, kann man schon fast sagen. Alles klar, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.